Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Ich bin noch auf der Insel. Hier ist es voll windig und kalt, minus 5 Grad. Was gibt's zu sagen? Ich habe eben meinen Trailer geholt. Mein Trailer? Ich habe keinen Trailer. Ich habe einen Trailer geholt in Monkland. Und danach stelle ich den Trailer bei uns im Yard und hole einen anderen Trailer ab. Der geht dann nach New Jersey. Hatte ich im letzten Video gesagt, den Namen der Stadt kann ich nicht aussprechen. Aber mein Navi weiß die Stadt. Also folge ich dem. So, 3 Achsen dabei, 57.000 Pfund geladen. Wie gesagt, ab nach Moncton damit. Ausladen. Boah. Wenn das so windig ist, so minus 5 Grad, dann ist das scheiße kalt. Boah. So, und dann bringe ich das da hin und dann habe ich in New Jersey, glaube ich, Dienstagmittag einen Aushalttermin. Ich werde da morgen Abend aber sein. Mal gucken, ob ich da pennen kann. Dann schauen wir mal. Ja, aber ansonsten, was gibt zu sagen? Ja, ich habe gemerkt, dass euch die neuen Aufnahmen mit der 360-Grad-Kamera gefallen. Mir gefallen die auch. Also es ist ja Sonntagnachmittag und wie spät ist es überhaupt? 3:45. Ich habe das gestern Nacht noch geschnitten, bis heute Morgen irgendwie 3:30. Ich habe da sehr lange für gebraucht. Aber ich war zum Beispiel, als ich das vorletzte Video, als ich das erste Mal gemacht habe, da war ich nicht so zufrieden damit. Ihr sagtet zwar, dass das gut aussieht, aber ich musste da irgendwas verändern. Dann habe ich bis heute Morgen 3:30, wie gesagt, dann noch da rumgedoktert. Und dann war es so, wie ich es haben wollte. Dann habe ich mir das angeguckt und denke mir so, boah, das ist ein geiles Video. Ja. Und ich finde das schön, dass euch das auch gefällt, weil es ist ja so, ich mache das ja hobbymäßig. Und wenn ich dann so ein Video hochlade, manchmal bin ich nicht so zufrieden damit. Und dann seid ihr damit zufrieden. Und manchmal bin ich damit zufrieden und ihr seid da nicht mit zufrieden. Diesmal ist es so, ich bin damit zufrieden und ihr findet es auch gut. Und das finde ich toll. Wie gesagt, man muss auch mal was Neues bringen. Und jetzt habe ich halt den Knoten gelöst und habe ganz viele Ideen. Das, was ich halt in meinem Job machen kann. Es ist ja immer noch sehr begrenzt. Ne? Wir fahren ja im Grunde geradeaus im Grunde den ganzen Tag und liefern irgendwo an. Und Anlieferungen darf ich nicht filmen. Also es ist ja sehr begrenzt, was ich filmen darf und was ich filmen kann halt. Ne? Aber wie gesagt, oh, der kleine Finger friert gerade ab. So, ja, wie gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Drückt mal die Glocke. Es kostet nichts. Es ist umsonst. Und ihr kriegt alles mit. Und, habe ich im letzten Video so angeschnitten, aber ich habe gemerkt, dass ich das gar nicht richtig erklärt habe. 68% der Leute, die das gucken, haben das abonniert und 32% nicht. Und diese 32%, wenn ihr das doch regelmäßig guckt, dann drückt doch die Glocke. Kommt mir, hilft mir. Likes und Kommentare und Abonnenten helfen mir. Ne? Dann findet YouTube mich ganz toll und dann sagt YouTube, ey, den müsst ihr gucken. Und dann schlägt YouTube das den anderen vor halt, ne? Die das noch nicht kennen. Den Kanada Trucker Philipp. Gut, alles klar. Ich würde sagen, bis später. Guten Morgen aus Newport in Maine. Ich bin gestern 760 Kilometer, glaube ich, gefahren. Ich bin hier um 1:30 heute Nacht auf den Hof gekommen, habe gedacht, jetzt ist Schluss für heute. Hier ist es windig, schön. Minus 5 Grad, schön. So, dann war ich ja gestern in Woodstock tanken und da habe ich gesehen, dass da immer noch kein DEF zur Verfügung steht, also kein AdBlue. Das ist schon seit ein paar Wochen da so. Jetzt werde ich hier das tanken, weil es ist nicht mehr so viel drin. Ich habe jetzt irgendwie noch 720 Kilometer vor mir.
Ich glaube, ich war doch schon beim Kunden. Ich hatte irgendwie gesagt, das ist ein neuer Kunde, aber ich glaube, mir ist gestern eingefallen, als ich so den Kundennamen im Kopf hatte und den Straßennamen, so während ich gefahren bin, habe ich so gedacht, ich glaube, ich war da schon mal. Wenn ich da schon mal war, das werde ich gleich mal nachgucken, weil ich habe es bis jetzt vergessen. Dann kann ich da beim Kunden übernachten und dann ist ja der Außertermin morgen um 12 und mittags um 12 einen Außertermin zu haben, ist immer blöd wegen Rückladen noch kriegen und wieder zurückfahren nach Kanada und ne. Dementsprechend weiß ich, dass ich da auch früher anliefern kann, weil wenn das der Kunde ist, den ich im Kopf habe, dann hatte ich das letzte Mal auch irgendwie so einen blöden Außertermin, glaube um 11 oder um 10, weiß ich nicht. Und dann hat er mich morgens um 18 ausgeladen. Und gestern habe ich das dem Dispatcher auch schon gesagt. Im Büro, bevor ich gefahren bin, habe ich gesagt, ich so, hör mal zu, ich versuche dann Dienstag eher auszuladen, damit ich noch eine Rückladung für Kanada ergattern kann. So, ich werde da so gegen 7, 8 Uhr heute Abend ankommen, vielleicht auch 8, 9, weiß ich nicht. Und dann genug Zeit für meine Pause und dann der piept hier durch die Gegend. Ja, und dann geht's hier zurück nach Kanada morgen. Wetter war gut gestern, minus 12 Grad gestern Nacht. Trocken, schön, ne? Laufen lassen. So, gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier, ich sattel das Pferd. Und dann werde ich mal AdBlue fangen gehen. Und dann geht's weiter. Der Schnee ist auch fast weg. Aber eins ist hundertprozentig, es wird neuer Schnee kommen. So, alles klar. Ich würde sagen, bis später.
Ich stehe gerade an so einem Parkplatz, ne? So, Parkplatz für Trucks. So. Ich habe mich hier so an den Rand gestellt. Ich bin jetzt 4,5 Stunden gefahren. Boah, hier ist aber laut. Ich bin jetzt 4,5 Stunden gefahren. Ich habe jetzt Hunger. Ich mache jetzt Mittag um 3:45. Und ich habe eben meine Rückladung bekommen. Und danach habe ich eine Nachricht bekommen, dass die Rückladung gecancelt ist. Also gestrichen. Aber das hindert mich nicht, dass ich trotzdem zum Kunden fahre, da morgen auslade. Wenn ich ausgeladen bin, rufe ich dann mein Büro an und dann irgendwas müssen die was erfinden, ne? Irgendwas müssen die erfinden. So, ich habe Hunger. Mein Traktenläufer, meine Mikrowelle läuft. Die macht mein Essen warm. Ich habe gekocht.
bis 9 Uhr abends. Ich war eben beim Kunden und der hat mir gesagt, ich kann nicht bei denen auf dem Hof stehen über Nacht. Und dann sagt er zu mir, aber ich sag dir mal, wo du stehen kannst. Dann hat er meinen Weg erklärt. Und dann sagt er so, ja, beim Hotel auf dem Parkplatz. Ich sag, was? Ja, beim Hotel auf dem Parkplatz. Ich stehe jetzt beim Holiday Inn auf dem Parkplatz. Und hier verbringe ich die Nacht. Schön hier. Na? Das sind so Dinge, die lernt man hier. Ja, stell dich mal da auf dem Hotelparkplatz. Das ist okay. Kühlmaschine an. In Deutschland wird das gar nicht gehen. Wird sofort, wenn du 3 Minuten stehst in Deutschland auf dem Hotelparkplatz mit laufender Kühlmaschine, wisst ihr ja selber, das dauert 3 Minuten, dann stehen die Bullen da. Die Polizei, Entschuldigung. Aber gut, ich bin da. Ich habe mich durch New York geschlagen, obwohl das ging noch heute. War eine gute Zeit. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ab 7 Uhr abends geht's durch. Aber es sind auch kaum Trucks auf der Straße. Ich meine, hier stehen jetzt ein paar, ne? Hier stehen noch mehr, ne? Ja, dann hatte ich dann gefragt gehabt, weil ich um 12 Uhr morgen einen Termin habe. Ich sag, kann ich denn früher kommen? Ja, aber nicht viel früher. Ich sag, wann denn? Da kommen wir so gegen 10. Gut, alles klar. Dann gibt es der nächste Niederschlag. Dann gibt es die nächste doofe Nachricht. Ich hatte heute meinen neuen Trip bekommen. Zum gleichen Kunden wie letzte Woche. Also der 4 Grad Plus Kunde nenne ich ihn jetzt mal. Und dann denke ich mir so, geil! Dann fährst du morgen nach dem Abladen hin, lädst du auf, dann fährst du nach Kanada. Und dann ist das ja der Kunde, wo ich anliefern muss, der so zügig ablädt, ne? So beim Rückwärtsfahren lädt der schon ab quasi. Also es ist Spaß, ne? Aber das kommt mir so vor. Ja, habe ich dann gekriegt, habe mich gefreut. Ich so, super, geil, ne? So, dann fährst du am morgen Abend noch anliefern und dann stellst dich in die Ecke, schläfst und dann fährst du Mittwoch mit voller Schichtzeit Richtung nach Hause. Oh, hier, guck mal, das war eine Beauty. Hier, guck's mal. Obwohl, der Sicht, dass der Radlader davor steht. Ja, guck mal. Ach ja, genau, Trip. Ich habe den Trip bekommen, habe mich schon gefreut. Und dann dauert das eine Stunde, dann kriegte ich eine andere Nachricht. Der Trip ist gecancelt. Ja, okay. Wir sagen dir morgen Bescheid, wie es weitergeht. Ja, okay, alles klar. Jetzt fängt es an, lahmarschig zu werden. Aber okay. Ich bin immer noch gut im Rennen. Wie laut das ist. Links der brüllt, rechts der brüllt. Ja. Ach, da ist keiner drin. Weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht an den Trucks herlaufen, ob da wer drin ist. Ich würde das auch nicht wollen. Ne? Behandle immer andere so, wie du selber behandelt werden möchtest. Ganz wichtig. Wissen die wenigsten. Aber ist egal. Das ist ein anderes Thema. So, ja, wie gesagt. Jetzt taut meine Kühlmaschine noch ab. Ja, aber dann taut es heute Nacht nicht ab. Aber die ist sowieso schön leise, weil es eine Thermo King ist. Und wir haben ja sonst normaler Carrier. Und die Thermo King, die ist leiser. Gut, ich werde sagen, ich sage gute Nacht und bis morgen. Tschüss. Also hier fahre ich gleich auf eine Waage. Ich werde da rausgewunken, um auf die Waage zu fahren. Das mit dem Trip hat sich noch mal erledigt. Und zwar, der war ja erst gecancelt. Und dann hatte ich nächsten Morgen eine E-Mail von meinem Disponenten. Ich sollte zur gleichen Ladestelle doch hinfahren. Also der Trip war erst gecancelt und nächsten Morgen war er dann auf einmal nicht mehr gecancelt. Aber hier bin ich jetzt auf dem Weg zur Waage. Wir fahren jetzt gleich über eine sogenannte, ja, so eine kleine Waage ist das. Da wird so aussortiert, ob ich denn viel Gewicht drauf habe.
Und ich war ja leer zu dem Zeitpunkt. Und dann fährt man da drüber. Und zwar jetzt. Nee, jetzt nicht. Moment. Da. Und dann wird man halt, entweder wird dann aufgefordert, rechts rüber zu fahren zur richtigen Waage, oder man kriegt so einen sogenannten Bypass. Das heißt also, man darf dann an der Waage vorbei wieder auf den Highway fahren und dann seine Fahrt, ja, weiterfahren, ne? Weiterfahren. Genau. Und das hat was damit zu tun, dass das für uns ist es Zeitersparnisse, für die ist es auch ein Zeitersparnis. Das heißt, die haben nicht die Arbeit, mich zu kontrollieren. Ich habe nicht die Arbeit anzuhalten und meine Zeit zu verschwenden. So, weiter geht's. Punched again, a trail of breadcrumbs blowing in the wind. I went down that road again. I went down that road. I went down that road again. I went down that road. Driving to the airport, the rain was coming down. My memories were 6 feet underground. Then I see it exit 29 a mile ahead. My muscle memory takes the wheel again. I went down that road again. I went down that road. I went down that road again. I went down that road. I went down that road. I went down that So, hi. Ging gerade nicht an. So. Aber ich will was sagen. Und ich will was sagen. Also ich bin jetzt in Pennsylvania an der Service Plaza, das heißt auf einem Rastplatz. Ich musste hier leider anhalten, weil... Warum renne ich denn weg? Ich bin eben so gefahren und es lief auch alles gut so. Und ich bin auf dem Weg Richtung Montreal. Nee, Quatsch, Richtung Toronto. Und auf einmal fing das so langsam an, so zu machen. Und dann denke ich so, hört sich nach einem platten Reifen an. Dann habe ich hier angehalten, um das zu checken, und ich habe es entdeckt. Dieser Reifen ist ja platt. Der ist nicht geplatzt, der ist einfach nur platt. So. Weiß ich nicht. Hm? Wahrscheinlich ein Loch. Wirklich? Wenn ein Reifen Luft verliert, hat er ein Loch? Mhm, meistens. Das ist doch schön. Kann man das sehen? Also auf meinem Display sehe ich das. Ja, und dann habe ich dann halt eben gerade angerufen beim Büro. Ich sag, soll ich Michelin anrufen? Also Michelin selber anrufen? Ja, sollst du. Und mit dem hat wohl meine Firma einen Vertrag mit Michelin, und die kommen dann raus bei sowas. Und ansonsten, jetzt habe ich entschieden, dass ich, ach ja, geladen habe ich eben auch, ne? Also ich habe ja geladen, habe ich gar nicht erzählt. Habe geladen und jetzt bin ich auf dem Weg. Habe ich doch schon halb erzählt, ne? Ah, egal.
Also ich habe geladen am Weg und jetzt habe ich einen Reifenplatten. So, Punkt aus. So, jetzt haben wir es. So. Ja, ich habe jetzt auch 650 bis zum Kunden. 650 Kilometer. Was ist denn heute los? Sag mal, geht's noch? Jetzt habe ich noch 650 Kilometer bis zum Kunden und ich werde einfach jetzt meine Pause machen. Gleich unter dem Mechaniker und dann werde ich dann heute Nacht um... Ich glaube, ich stehe heute Nacht um 2 Uhr auf. Und dann bin ich dann morgen passend da. 11 Uhr ist der Termin und wenn ich um 3:30 losfahre, 5:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 9:30, 10 Uhr bin ich dann da. Spätestens. Ja. Ah, okay, machen wir. Dann ist Mittwochmorgen. Ist doch Mittwochmorgen morgen, ne? Ja, morgen ist Mittwochmorgen. Gut, dann kann ich nach 5 Stunden Richtung Heimat fahren danach. Oder 4 Stunden, mal gucken. Aber egal, das weiß ich noch nicht genau. Aber wie gesagt, hier, das ist wieder eine Beauty Queen. Sauber, alles toll. Dreckig. So, ja gut. Dann warte ich jetzt noch. Also ich habe eben, also es läuft so, ich habe bei Michelin angerufen. Da habe ich dann meine Daten durchgegeben, also die Truck Number und was passiert ist, die Reifengröße musste ich angeben und wo ich stehe und dann fährt irgendein Servicepartner fährt dann raus, ne? Und dann kriegst du SMS, die habe ich auch schon bekommen. Ich glaube, die habe ich 5 Minuten nachdem ich da angerufen habe, habe ich die SMS gekriegt. Und die haben mir dann gesagt, komm, in 2 Stunden, 90 Minuten bis 2 Stunden sind die hier. Dann wechseln wir den Reifen, dann gehe ich schlafen und dann fahre ich morgen früh los. 2 Uhr aufstehen ist aber auch eine Scheißzeit. Na egal, es riecht schon nach Wochenende. Das Wochenende kommt näher. Ne? Mal gucken nochmal. Okay, alles klar, ich mache jetzt hier, ne? Und dann sehen wir uns später wieder. So, es ist Mittwoch, 3 Uhr. Schon lange nicht mehr zu euch gesprochen. Wo bin ich? Kanada. Bin ein bisschen müde. Bin ja heute Morgen um 3:30 losgefahren. In Pennsylvania nach dem Reifen, ne? Hier, ja. Und dann habe ich in Toronto angeliefert. Und dann habe ich meinen Disponenten angerufen und gesagt, Junge, was los? Was geht ab? Ja, also ich habe ganz viele Trailer, aber nichts ist fertig. Schön. Ich kann jetzt auch schlafen und dann fahre ich heute Nacht durch. Ja, oder ich habe eine andere Idee. Ja, okay, dann hab mal eine andere Idee. Was hast du denn? Ja, also, du könntest jetzt 3 Stunden Richtung Westen fahren. Also, ich wohne ja am Osten. Und er sagte, fahr mal Richtung Westen. Oder du könntest. Er hat mich gefragt, ob ich das machen könnte. Und dann kannst du die Nacht stehen bleiben beim Kunden und dann fährst du morgen nach Montreal, stellst den Trailer dahin und dann habe ich direkt einen Trailer für dich nach Hause. Für eine Idee. Also, Richtung Westen heißt jetzt, ich bleibe in Kanada, aber ich bin ganz nah an Detroit dran. Detroit. Das ist quasi, Detroit ist glaube ich eine halbe Stunde weiter. Ich kann euch gar nicht sagen, wo das genau ist. Erstmal will ich den Ort nicht sagen und das zweite ist, da ist nichts anderes, da ist nichts. Da ist gar nichts. Ist da Handy? Ja, das ist gar nichts. Ich hole da Gemüse weg und hier in der Gegend nach Toronto Richtung Westen, da fangen dann so die Gemüsebauern an und so und ich fahre glaube ich zum letzten Gemüsebauern in Kanada und ja, gleich fahre ich noch den Reefer, wollte ich sagen, die Kümmerstehen tanken und dann gehe ich noch duschen und dann fahre ich mal zum Kunden hin, dann bin ich da so gegen 5 und morgen früh um 7 ist der da, das heißt ich habe eine lange Pause, kann noch das Video schneiden, ich hoffe ich kann es hochladen, dass ich da Empfang habe, weil ich habe so einen Hotspot, damit lade ich das hoch, wenn ich auf der Straße bin. Und mal gucken, ob ich da Empfang habe. Ihr werdet es ja sehen. So,
ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier, ne? Ich beende dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Dies ist das Donnerstagsvideo. Oder wenn ich keinen Empfang habe, ist es das Freitagsvideo. Und ja, Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Drückt mal die Glocke. Es kostet nichts. Es riecht nach Diesel und ihr bekommt alles mit. Alles. Der Nova Scotia. Und ich nehme euch mit. Das nächste Mal für das Sonntagsvideo nehme ich euch mit von Detroit oder von der Nähe aus der Nähe von Detroit bis nach Hause. Denn von da, wo ich lade, bis nach Hause sind es 1900 Kilometer. Heute ist Mittwochnachmittag. Ne, 1900? Doch, 1900. Und ich möchte gerne Freitagnachmittag zu Hause sein. Das heißt, ich muss Donnerstag und Freitag das muss ich nicht, aber werde ich 1900 Kilometer fahren und auch schaffen. Also ich fahre morgen die 900 Kilometer bis nach Montreal. Da stelle ich einen Trailer hin, dann nehme ich einen neuen Trailer auf. Dann habe ich vielleicht noch so 2 Stunden Fahrzeit über, weil ich ja 13 Stunden habe in Kanada. Und dann werde ich, ich habe schon Tschüss gesagt, ne? Egal. Und dann werde ich von Montreal noch so 2 Stunden noch Richtung nach Hause fahren. Aber das werde ich euch einfach das nächste Mal erzählen, weil ich ja schon Tschüss gesagt habe, ne? Alles klar, bis bald. Tschüss.